Also weiterhin eine schwierige Situation im Nahen Osten. In Tel Aviv ist weiter unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Guten Morgen, Steffen. Ja, Israels Premier Netanyahu hat nun in einem Interview mit Fox News in den Vereinigten Staaten gesagt, es sei kein Deal in Sicht. Was heißt das denn für die aktuellen Entwicklungen? Also zunächst einmal ist es so, dass die USA in den nächsten Tagen einen neuen Vorschlag vorlegen wollen. Das hat der US-Außenminister Blinken auch so gesagt. Dann ist quasi das auf dem Tisch. Aber dann muss wieder Israel zustimmen, dann muss die Hamas sozusagen zustimmen. Und das, was wir auch hier in Israel hören, nicht nur vom Premierminister, sondern auch von anderen sehr, sehr gut informierten Quellen, ist, dass tatsächlich Israel nicht bereit ist, einen Deal, wie er momentan da ausgehandelt und ausgearbeitet wird, überhaupt zu akzeptieren. Wir waren in der Knesset in Jerusalem, haben dort mit Abgeordneten gesprochen und vor allem mit einem Mann, der da einen sehr, sehr direkten Draht zum Premierminister hat. Und das, was er uns gesagt hat im Interview, auch zum Stand der militärischen Operationen, zu den Erfolgen der IDF im Gazastreifen, das ist für viele Israelis, glaube ich, sehr, sehr ernüchternd. Das israelische Militär in der Region Rafah im Süden des Gazastreifens. Diese Bilder sind laut offiziellen Angaben keine 48 Stunden alt. 200 Hamas-Mitglieder sollen dabei getötet, Waffen und Munition sichergestellt worden sein. Die Terrororganisation also kurz vor dem militärischen Zusammenbruch? Nein, definitiv nein. Fakt ist, die Hamas hat immer noch den Großteil ihrer Waffen, den Großteil ihrer Tunnelanlagen, den Großteil ihrer Soldaten. Und noch ein wichtiger Punkt, die Hamas kontrolliert immer noch die Bevölkerung. Ahmed Halevi ist einflussreiches Mitglied im Verteidigungsausschuss und hat Zugang zu Informationen, die seltenst an die Öffentlichkeit gelangen. Keine der 24 Hamas-Brigaden sei durch die bisherigen Luft- und Bodenoperationen komplett ausgelöscht worden, berichtet er uns, und fordert eine massive Ausweitung des Krieges. Unsere Armee muss einen richtigen Krieg führen, nicht eine Aktion hier, eine Aktion da. Das bedeutet, die verbliebene palästinensische Bevölkerung muss den Norden Gazas verlassen. Und dann müssen wir die gesamte Terrorinfrastruktur komplett, ganz und gar zerstören. Und das ist der einzige Weg, die Geiseln zurück nach Hause zu bringen. Die Verhandlungen, die momentan laufen, sie würden nirgendwohin führen, sagt Halevi, der zur Likud-Partei, also der Partei von Premierminister Netanyahu, gehört. Dann folgt ein harter Satz. Ich denke, wir führen die Geiselangehörigen in die Irre. Ich meine das völlig ernsthaft. US-Außenminister Blinken und die anderen, die an den jetzigen Gesprächen beteiligt sind, täuschen die Öffentlichkeit. Ihr Verhandlungsvorschlag wird so nicht umgesetzt werden. Denn die Hamas wolle nur eines: Israel in die Knie zwingen, auch mit der Ermordung weiterer Geiseln. So, und das, was wir hier gerade von Ahmed Halevi gehört haben, das ist, glaube ich, natürlich vor allem niederschmetternd für die Angehörigen der Familien. Seit 5 Tagen nonstop sind sie auf den Straßen, protestieren, vor allem hier in Tel Aviv, aber auch in Jerusalem. Und vielleicht noch ein Wort: Wie lange kann dieser Krieg noch dauern? Es gibt hier in Israel eigentlich niemanden auf politischer Seite, der damit rechnet, dass in diesem Jahr der Krieg noch zu Ende geht im Gazastreifen, sondern man geht eher davon aus, dass im nächsten Jahr dort die Auseinandersetzungen mit der Hamas noch an Schärfe zunehmen und noch andauern werden. Steffen, danke für all die aktuellen Informationen zur Entwicklung im Nahostkonflikt.